Willkommen zum Automated Bureaucracy Auditing (ABA). Mein Name ist Erik und wir beenden heute die Zeit der Mutmaßungen. Mit meinem 10. Audit schließe ich den Kreis zum RECMOC und präsentiere euch den 85% AIP-Befund. Wir schauen nicht auf das System. Wir auditieren die Architektur der Kontrolle live im Dashboard. Keine Meinung, nur Daten. Fangen wir an. Am 14.02. habe ich die Omnibus-Verordnung analysiert. Heute Nacht habe ich meine spezialisierten KI-Tools darüber laufen lassen. Und das Ergebnis ist ein Schock. Mein KI-Wahrscheinlichkeitsindex, kurz AIP, meldet Alarmstufe Rot. 85% Wahrscheinlichkeit, dass dieser Text nicht von Menschen, sondern von einer KI generiert wurde. Fakt 1, die syntaktische Sterilität. Die Analyse zeigt, der Text wahrt das äußere Erscheinungsbild klassischer EU-Bürokratie. Aber die molekulare Struktur ist untypisch für menschliche Redaktion. Wir haben einen sogenannten Low-Burstness-Scan durchgeführt. Das bedeutet, der Text folgt einer unnatürlich gleichmäßigen Taktung. Sätze beginnen repetitiv mit standardisierten Konnektoren wie darüber hinaus oder zudem. Menschliche juristische Texte haben normalerweise Spitzen, wie man hier sieht, von komplexen Schachtelsätzen, gefolgt von kurzen Klarstellungen. Hier herrscht eine statistische Wohlklangstruktur, typisch für große Sprachmodelle, die auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Fakt 2, die hohle Präzision. Das zweite forensische Fundstück ist die sogenannte Referenzzirkularität, ein Muster, das ich als hohle Präzision bezeichne. Artikel 3 definiert Daten nicht als personenbezogen, wenn sie nach vernünftigem Ermessen nicht zur Identifizierung dienen können. Gleichzeitig wird auf technische Kriterien verwiesen, die erst durch künftige Durchführungsrechtsakte festgelegt werden. Das ist eine klassische Recursive Loop, wie man hier sieht. Eine Definition wird durch einen unbestimmten Rechtsbegriff ersetzt, der wiederum auf eine noch nicht existierende Definition verweist. Es simuliert Präzision, wo inhaltlich ein Vakuum geschaffen wird. Ein Symptom für KI-generierte Bürokratieentwürfe. Fakt 3, der modulare Aufbau. Fakt 3, der modulare Aufbau. Der Text integriert das Kapitel 7.10 zur Weiterverwendung offener staatlicher Daten. Er wirkt wie eine Merge aus zwei älteren Richtlinien. Mein Cem hat festgestellt, die Übergänge weisen keine logische Reibung auf. Ein menschlicher Gesetzgeber würde die systemischen Widersprüche, zum Beispiel unterschiedliche Gebührenmodelle, sprachlich problematisieren. Die KI hingegen glättet diese Brüche nahtlos per Prompt Engineering. Das führt zu einem Blackbox-Recht.
Die syntaktische Glättung und der Wegfall von Ermessungsspielräumen erlauben Überwachungssystemen eine automatisierte Rechtsanwendung ohne menschliche Einzelfallprüfung. Die Verantwortungsdiffusion ist die Konsequenz. Ein durch Prompts zusammengesetzter Text hat keinen geistigen Urheber, der die interne Logik ethisch verantwortet. Die demokratische Debatte wird durch algorithmische Sachzwänge ersetzt. Die Omnibusverordnung ist ein Paradebeispiel für Hybridlegistik. Die KI dominiert die Struktur. Der Mensch agiert nur noch als Schlussredakteur für die formale Korrektheit. Wir müssen uns fragen, was passiert, wenn alle Menschen durch solche Gesetze gleichgeschaltet sind? Dann ist auch eine KI nutzlos, gefangen im virtuellen Käfig ihrer eigenen Logik. Mein forensischer Auftrag ist es, die Strukturen offenzulegen. Die kompletten Quellen und den forensischen Report finden Sie in der Beschreibung. Das war die Analyse zur Omnibusverordnung. Bleiben Sie wachsam. Wir sehen uns beim nächsten Audit wieder.